Der nächste Schritt ist, dass wir hier auf dieser Fläche eine Ausgrabung ausstecken werden. Das wird eine rechtwinklige Fläche von 5 mal 5 Metern Ausdehnung sein, die in unserem lokalen Koordinatensystem eingepasst liegt. Die Koordinaten dazu haben wir am Computer schon mal erstellt und jetzt wollen wir sehen, wie wir diese Daten in den Tachymeter hineinkriegen. Wir möchten jetzt also Daten, die wir für das Ausstecken einer Messfläche brauchen, in den Tachymeter hinein importieren. Und die sollen dann nachher auch im richtigen Job landen, in diesem Falle hier in Hof-2. Wie kriegen wir das hin? Wir gehen über Verwalten und dort über den Im- und Export. Was möchten wir tun? Wir möchten importieren. Wir möchten von einem USB-Stick, wir könnten hier auch andere, zum Beispiel vom internen Speicher, SD-Karte und so weiter und so fort wählen. Wir möchten aber vom USB-Stick in das Instrument hinein importieren, und zwar eine einzelne Datei. Weiter. Jetzt können wir schauen, ob wir diese Datei hier irgendwo finden. Ich gehe mal in den Hauptordner, da haben wir Codes, Downloads und so weiter und so fort. Und weil ich ein fauler Mensch bin, habe ich einfach in den Hauptordner reingeschmissen eine Datei, die heißt Ecken ASC, ist eine ASCII-Datei. Das nehmen wir, ich gehe auf Weiter. So, jetzt sagt er, okay, ich kann das lesen. Er weiß auch, wo es ist, aber wie soll der Job denn heißen, den er daraus anlegt? Der soll keinen neuen Job anlegen, Leute. Ich gehe hier rein, der soll nicht Ecken heißen wie die Datei, sondern ich gebe ihm hier an, der Job soll heißen, jetzt tricksen wir ihn so ein bisschen aus, der soll Hof-2 heißen. Soweit, so klar. Ich gehe auf OK, weiter. Und jetzt wird er sagen, oh, einen Job mit gleichem Namen, der existiert bereits. Ja, das ist auch gut so. Und dort sollst du es nicht überschreiben oder umbenennen, du sollst es zu diesem Job hinzufügen. Jetzt fragt er mich, wie ist denn die Datei strukturiert? Da ich sie erstellt habe, weiß ich das. Das haben wir ja gerade am Rechner schon gesehen. Das Trennzeichen ist Semikolon, Meter und erst kommt sozusagen der Punktname, dann kommt der Ostwert, dann die Höhe. Bei Zeigen wird er sich beklagen, dass er diese Datei eigentlich nicht kennt. Obwohl er sie nicht kennt, kann er sie mir trotzdem darstellen. Wir sehen hier Ecke 1, 110, 105 und so weiter, genau die Daten, die ich haben möchte. So, das müssen wir jetzt irgendwie wieder auskriegen. Dafür brauchen wir diesen Stift, weil da meine Finger viel zu fett sind. So, wenn ich damit fertig bin, gebe ich ihm an, er soll weitermachen. 4 Punkte hat er übertragen. Nein, er soll keine weiteren Dateien übertragen. Jetzt schauen wir nach, ob die auch angekommen sind. Ich gehe nach Festpunkte und sehe hier schon, Ecke 4 lacht mich hier schon an mit den richtigen Koordinaten. Okay, warum er sich hier unten noch als Code sich eine 100 eingeschnurpelt hat, weiß ich nicht. Da war wohl irgendwo ein Trennzeichen falsch. Das ist aber Wurst. Alle Daten, die wir brauchen, sind dort. Und mit diesen Daten kann ich jetzt den nächsten Schritt machen. Ich kann ein Grid ausstecken. Jetzt möchten wir eine Grabungsfläche ausstecken. Die Eckpunkte dazu haben wir ja über die Import-Export-Funktion bereits hereingeholt. Und wie mache ich das? Ich könnte jetzt über Apps gehen, messen, auf Abstecken oder noch einfacher im Startbildschirm ohnehin wird mir Abstecken schon angezeigt. Das heißt, ich finde sofort den Weg zur Absteckfunktion. Was macht man hier? Bekannte oder manuell definierte Punkte im Feld abstecken. Ja, die sind uns bekannt und ich habe sie vorher manuell definiert. Das ist definitiv, was ich machen möchte. Weiter. Und jetzt kommt, was möchte ich denn abstecken? Möchte ich Fixpunkt 1 abstecken? Nein. Ich möchte natürlich erstmal unsere Ecken abstecken. Und die erste Ecke ist Ecke 1. Die möchte ich abstecken. Dazu werde ich jetzt das Prisma anschließen, damit ich überhaupt einen Eindruck bekomme, wo wir hin müssen. Und weil ich nur den ersten Eindruck haben möchte und nicht gleich den ganzen Speicher mit Datenmüll vollhauen, drücke ich jetzt eben nicht die Taste Messen. Ich drücke jetzt nur die Taste Distanz. Jetzt habe ich verschiedene Werte. Er gibt mir jetzt hier schon an,
mit Pfeilen, in welche Richtung man wie viele Meter gehen muss. Das ist, wie wir oben sehen, in einem polaren System. Mit polaren System komme ich nicht richtig klar, deshalb kann ich jetzt hier oben umschalten, zum Beispiel auf das lokale System. Da sagt er mir LQ und ähnliches, ist auch nicht so ganz meins. Ich mag, Moment, habe ich auch wieder umgestellt, Ecke 1, in dem Koordinatensystem zu arbeiten, in dem wir auch wirklich sind. Und da sehen wir jetzt hier Delta Osten und Delta Norden. Wir kriegen kein Delta H, weil wir haben einfach gar keine Höhenwerte angegeben. Das ist eigentlich egal. Und wir haben jetzt hier ein Delta Ost von knappen 20 cm. Das heißt, uns fehlen noch 20 cm Ost. Und wir haben ein Delta Nord von, von minus 2,30 Meter. Das heißt, wir haben schon 2,30 Meter zu viel Nord. Also werden wir jetzt den Fehler korrigieren. Bitte 2,30 Meter nach Süden. Ich werde auch immer den größten Wert als erstes nennen. Und bei solchen großen Werten macht es auch keinen Sinn, die Leute nach Norden und Osten zu schicken. Das funktioniert eh nicht richtig. So, ich schließe das jetzt an. Gehe wieder auf Distanz, nicht auf Messen. Und jetzt sehe ich, wir sind jetzt nicht mehr auf 2,30 Meter daneben. Jetzt haben wir noch 8 cm zu viel Norden schon. Ist die Kollegin etwas weit gegangen. Aber wir stehen auch noch 60 cm noch zu weit im Westen. Die fehlen uns noch zum Ostwert. Bitte 67 cm nach Osten. Okay, ich gehe wieder auf Distanz. Und jetzt kriege ich schon einen ganz anderen Bildschirm angezeigt. Hier wird mir jetzt hier schon so ein kleines Fadenkreuz angezeigt. Ich sehe, es fehlen mir noch 30 mm, also 3 cm, bis der Ostwert gut ist. Und es fehlen noch 12 cm, bis der Nordwert gut ist. Bitte 12 cm Nord. Ich gehe wieder auf Distanz. Und jetzt sehen wir hier, ich bin auf 2 cm und auf 3 cm genau. Gucken wir, ob wir es noch genauer kriegen. Eigentlich ist es trivial, weil wir keinen Flock haben, der so dünn ist, dass er irgendwie 2 und 3 cm dick wäre. Bitte 2 cm nach Westen und 3 cm nach Süden. So. Jetzt, wir sehen, wir jagen uns jetzt so ein bisschen drumherum. Wir sind im Grenzbereich angekommen. Wir sind auf 6 mm genau in die eine Richtung. Bitte noch 5 cm Nord. Also, das ist so alles ganz minimal. Und jetzt sehen wir, jetzt zeigt er mir hier ein grünes Häkchen an. Wir sind auf 1 mm und ja, auf 2,8 Zentimeter genau. Da kann ich jetzt noch eine halbe Stunde weiter messen, bis ich es richtig perfekt habe. Oder ich sage mir, Leute, wenn ich da jetzt mit dem Hammer einen Nagel reinhaue, bin ich eh ungenauer. Das ist der Punkt, wo ich sage, okay, Sie können da was reinstecken. Und ich werde jetzt nicht speichern oder sonst irgendwas drücken, sondern ich werde zum nächsten Punkt weitergehen. Dafür gehe ich einfach hier oben bei Ecke 1 in die andere Richtung, Ecke 2. Und da sagt er mir schon, wir müssen 5 Meter nach Norden gehen. Bitte 5 Meter Nord.